naja, so nach und nach hat sich das dann gemischt. Ich habe dann nach der Ausbildung in einem Betrieb im Westen, wenn man das so sagen möchte, gearbeitet. Das war im Westen in Marienfelde und da haben hauptsächlich Wessis gearbeitet. Also das hat sich dann einfach so ergeben und hat sich dann so vermischt. Ja, so ein bisschen schon, weil ich würde schon sagen, dass die Ossis härter im Nehmen sind. Die arrangieren sich eher mit irgendwelchen Situationen. Der Wessi, würde ich sagen, ist ein bisschen verwöhnt. Also ich habe jahrelang mit einem Kollegen zusammengearbeitet zum Beispiel und der kam dann eine Mittagspause aus dem Supermarkt wieder und hat gesagt, stell dir mal vor, ich habe nicht die und die Schokolade bekommen. Und dann dachte ich so, hättest du doch eine andere genommen, sind doch noch 50 andere im Regal. Und ich glaube, der Ossi an sich hätte da nicht weiter drüber nachgedacht. Der hätte dann sich halt was anderes ausgesucht und wäre damit auch zufrieden gewesen. Und der Wessi hat halt rumgemeckert. Ja, nur so ein kleines Beispiel. Das sind so kleine, feine Nuancen irgendwie. Ja, wenn dann eher eben auf kleinen, diese kleinen Unterschiede hin, dass man sich darüber amüsiert, aber sonst ein ernstes Thema ist es heute, würde ich sagen, nicht mehr. Ja, oft und gerne. Ähm, Obwohl es ja weit weg ist, so Steglitz, die Schlossstraße, da sind wir ganz gerne hingefahren, oder die Wilmersdorfer Straße, so die Einkaufsstraßen. Shopping Center gab es damals noch nicht so wirklich zum Anfang. Das kam erst später, also die Einkaufsstraßen. Natürlich auch, ja, Kudamm, Leute gucken. Paris, London, New York, überall eigentlich. Mauritius, ähm, Sri Lanka, Rom, Florenz, alles, was man sich so vorstellen kann. Und das ist natürlich toll, weil wenn das alles nicht so gekommen wäre, dann hätte ich das nicht machen können. Hätte ich nicht so viel von der Welt sehen können. Ähm, Doch, bin ich schon. Da habe ich so Kulturreisen gemacht. Mit meiner Mutter sind wir in die ehemalige Sowjetunion gereist. Nach Moskau. Damals hieß es noch Leningrad, heute heißt es St. Petersburg. Und waren hauptsächlich so Städtereisen. Tbilisi, Jerewan, Minsk, Kiew. Auch schön, auch sehr interessant, aber wahrscheinlich hätte man sich nicht Jahr für Jahr sowas ausgesucht, sondern hätte dann ein bisschen mehr Vielfalt gewählt. Ja, Freundschaften sind auch verloren gegangen. Ich hatte eine Freundin, die konnte das überhaupt alles nicht gutheißen und die hat gesagt, das sind doch alles Verräter. Die Leute haben hier ihr Studium absolviert und jetzt gehen sie in den Westen und das ist alles, kann alles nicht sein. Also die war so negativ und dann habe ich gedacht, naja, dann, wenn unsere Auffassungen da irgendwie so auseinandergehen, dann muss man sich dann halt trennen. Also, und ja, Leben ist Veränderung.